Hallo Simulationsfreunde und herzlich willkommen hier zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal, denn wie ihr seht, steht diesmal vor der Kamera und nicht wie gewohnt hinter der Kamera. Jetzt habt ihr auch mal ein Gesicht zur Stimme und der Grund, warum das alles hier jetzt so ist, liegt vor mir auf meinem Tisch, denn Winwing hat mir freundlicherweise die Orion Water Pedals in der Dämpferversion zugeschickt. Ja, vielen Dank dafür übrigens an Winwing, Grüße gehen raus. In diesem Video schauen wir uns also die Water Pedals genauer an. Wir machen ein kleines Unboxing, dann bauen wir diese zusammen, schauen uns das Ganze in der SimApp Pro an und im Anschluss machen wir natürlich auch den Flight Simulator Test im MSFS 2024. Also meine Freunde, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Auf geht's! Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Und ja, ich habe jetzt hier einmal die Kamera für euch umgedreht, damit wir auch ein besseres Unboxing machen können. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare ausschreiben, wie ihr das Ganze jetzt hier findet. Und würde mich sehr über euer Feedback freuen darüber. Gut, also wir machen das Ganze mal auf. Hier haben wir wie gewohnt einmal das Qualitätssiegel bzw. die Ausgangskontrolle von Winwing mit was drin ist, Dämpfer und einmal dieses Qualitätssiegel. So, dann machen wir wie gewohnt die Styroporpappe mal hier weg. Also, Verpackung ist wie gewohnt super bei Winwing. Hier kann nichts verrutschen, würde ich mal behaupten. Und ich habe die bis jetzt auch noch nicht ausgepackt, die Pellets. Deswegen ist das für mich auch das erste Mal. Also, hier haben wir anscheinend die Bodenplatte, wie ihr seht. Kann man, glaube ich, gut hören. Das ist gut aus Metall, ja, also sehr massiv. Das ganze Paket hat auch 10 Kilo gewogen, stand zumindest da drauf. Kam übrigens per FedEx, Freitag aus China, losgeflogen und ja, Montag schon bei mir, relativ schnell. Ich lege die Metallplatte mal beiseite und dann schauen wir uns mal den Rest an. Das ist das gewohnte USB-Kabel, ja, ganz normal, 2 Meter lang wie gehabt, lege ich auch einmal beiseite. Und hier haben wir dann noch, Imbus und ein paar Schrauben noch dabei. Die werden wir wahrscheinlich auch gleich benötigen, um das Ganze hier sauber zu installieren. So, dann machen wir das Ganze hier auch mal weg. Und dann haben wir hier auch schon unsere Pedalerie, wie wir hier sehen. Ich hoffe, ihr könnt es auch gut sehen. Eins fällt mir noch auf hier. Gucken, ob ich es rausbekomme. Hier ist einmal der Dämpfer zu sehen. Dazu kommen wir später auch noch, warum wir hier einen Dämpfer dabei haben und was der bringt, denn diese Pedale kann man auch ohne Dämpfer erwerben. Sind dann natürlich etwas günstiger, allerdings ist das hiermit etwas realistischer. Dazu komme ich aber später noch. Lege ich auch einmal beiseite und dann würde ich sagen, holen wir mal hier die Pedale raus. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie unbeschadet hinbekomme. Hey, jetzt wird es ein bisschen kräftiger. Jawohl. So, Pedale sind da. Ich glaube, den Karton kann weg. Jetzt wird es laut. So, alles ungeschnitten hier, meine Freunde. Also, hier haben wir einmal die Pedale vor uns liegen. Ja, also, ich würde sagen, wir machen das Ganze erstmal hier ab und dann gucken wir weiter. So, nach kleiner Einstellung der Kamera habe ich dann hier jetzt nochmal die Pedale. Hier nochmal das Werkzeug, die Kabel, der Dämpfer, wie ihr hier seht, ja. Und einmal die Bodenplatte. Liegt jetzt hier alles bereit. Ich bin noch gar nicht zu den Preisen gekommen tatsächlich von dem Ganzen. Und zwar kosten die Pedale, so wie sie hier liegen, mit Dämpfer $328 im Global Store. Aktuell auch noch verfügbar heute und im EU-Store kostet das dementsprechend, ich glaube, ich gucke mal gerade fix, 315 € im EU-Store. Im EU-Store sind sie allerdings nur aktuell zum Pre-Order freigegeben, weil nichts im Lager liegt. Gut, gucken wir das Ganze mal genauer an. Wir haben hier einmal an den Seiten diese Abdeckungen hier. Die machen wir mal ab. Die Knisterfolie, wer kennt es nicht, damals als Kind auch immer rumgeknistert. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich knister damit auch immer noch gerne rum heutzutage. Ich bin immer noch Kind geblieben. So ist das nun mal. Ne? Auch
mit Mitte 30. Gut, meine Freunde, alles klar. Dann haben wir hier einmal, können wir uns das nochmal genauer angucken, sehr massive Pedale. Also das ist hier alles aus Metall, meine Freunde. Ich weiß nicht, der eine oder andere unter euch hat wahrscheinlich ja, günstigere Pedalerie von anderen Herstellern, die es gibt. Die sind alle aus Plastik. Hier ist alles aus Metall. Das Einzige, was hier aus Plastik ist, sind hier diese Abdeckungen. Aber ansonsten ist hier alles sehr massiv, würde ich sagen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sehr, sehr massiv, ist auch sehr, sehr schwer. Wir sehen hier hinten einmal den Anschluss für den ja, Stromanschluss, der kommt hier hinten rein. Und dann der Rest kommt dann einmal in den PC. Gut, wir gucken uns das Ganze mal von vorne an. So sieht das Ganze von vorne aus, damit ihr das auch einmal seht. Dann kann es mal hier so. Das hier soll auch leuchten im Anschluss. Gucken wir uns dann aber auch gleich mal genauer an. Aktuell kann man das noch nicht bewegen. Warum, das zeige ich gleich. Ja, ich würde sagen, wir bauen das Ganze jetzt aber erstmal zusammen. Und dazu müssen wir natürlich auch hier diese ja, kleinen Mini-Kondome hier abziehen, die hier drauf sind. Zack. Und dann haben wir hier einmal so, dann haben wir hier einmal diese Stange, die wird hier montiert. Das ist unsere Fußbremse im Endeffekt hinterher. Damit betätigen wir unsere Fußbremse. Muss hiermit montiert werden. Machen wir dann gleich zusammen, damit ihr das auch einmal gesehen habt. Ja, es gibt wie gewohnt keine Beschreibung vom Haus aus dabei im Karton. Die kann man sich allerdings auf der Internetseite einmal ja, angucken. Blende ich euch einmal gerade ein jetzt wahrscheinlich. Und dann ja, kann man sich da das Installationsverfahren auch einmal anschauen. Damit ihr das nicht machen müsst, machen wir das jetzt hier zusammen in diesem Video. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, installieren wir das Ganze jetzt einmal. Und zwar machen wir zuerst natürlich unsere Fußbremse, damit das hier nicht alles mehr so rumbaumelt. Dazu müssen wir das Ganze einmal auf den Kopf drehen, würde ich sagen am besten. Das ist am einfachsten. Wir legen das hier alles einmal auf den Kopf. Gucken, dass diese Stangen natürlich nach hinten gehen. Dass wir die hier hinten haben, jeweils links und rechts. Und dann haben wir hier so 2 Schrauben, ja, die müssen wir mal lösen. Machen wir zuerst diese Seite. Ja, lange Schrauben, wie ihr seht. Und dann haben wir hier einmal Imbus, der liegt auch hierbei. Den packen wir mal direkt aus. Das finde ich ja immer toll bei Winwing auch, ne? Dass sie immer jegliche Werkzeuge beiliefern und dass man ja, zu Hause einfach nichts benötigt im Endeffekt an Werkzeug. Ich habe da noch ein bisschen ASMR im Hintergrund dabei. Ja, so, richtigen Imbus suchen. Wahrscheinlich ist es der dicke hier. Jawohl. So, dann haben wir einmal diese Schraube hier. Die muss dann hier einmal an die Seite. Müsst ihr das Pedal so ja, anwinkeln, dass ihr das hier einschrauben könnt. Machen wir einmal so, zack. Und schon ist das Ganze befestigt. Relativ easy. Ziehen wir das Ganze natürlich noch fest. Und schon haben wir es. Und das war es auch schon. Schon ist das Ganze fest, wie ihr seht. Jetzt bewegt sich hier die Fußbremse. Tipptopp. Das Ganze machen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. Ganz schnell. Zapp, zapp, zapp. Ich weiß gar nicht, ob jemand anders bis jetzt hier so ein Video über die Pedale gemacht hat. Wie man das Ganze installiert. Ja, bin ich jetzt nun mal der Erste. Ne? Gut, wir installieren das hier auch nochmal. Schnell befestigen. Die Pedale kann man auch noch einstellen. Das zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal. Na, will nicht so, möchte nicht so. Die Schraube hier. War da vorher auch da drin, Mensch. So, jetzt aber. Zack. Auch drin, nur Hand festmachen. Dann passt das auch. Zack. So, dann haben wir das Ganze einmal befestigt. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt hier die Vorderseite und das Ganze kann bewegt werden. Die Pedale können hier bewegt werden, die Fußbremse etc. pp. Sehr, sehr massiv.
Die Pedale kann man auch noch einmal einstellen, und zwar in 3 Positionen. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera jetzt erkennen. Wir haben hier 3 Positionen, ist jetzt aktuell auf der mittleren. Ich gehe jetzt erstmal mit der mittleren Position und dann schauen wir mal, wie sich das hinterher in der Praxis so ja, ergibt. Ja? So, als nächstes würde ich sagen, machen wir uns an den Dämpfer. Ich packe den hier gerade einmal aus. Ganz schnell. Hätte ich auch alles schon vorher machen können, ne? Ja, für die Leute, die sich das Ganze hier eigentlich nicht angucken möchten, auch diese ganze Zusammenbaugeschichte, die können gerne unten in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich nämlich Zeitstempel eingebaut. Da könnt ihr einfach das, ja, an die Stelle springen, die ihr euch angucken müsst. Ja, sehr nutzerfreundlich. Gut, also hier ist einmal der Dämpfer zu sehen. Ja, hier kann man die Stärke der Dämpfung einstellen. Wir installieren den jetzt erst einmal, würde ich sagen. Jetzt muss ich mal gucken, ein bisschen umdenken. So wird das Ganze installiert. Mit der Schrift nach oben natürlich und das lange Teil Richtung Front. Ich stehe jetzt dahinter, deswegen ist es für mich etwas komplexer. Ja, hier müssen wir erstmal diese Schrauben rausdrehen. Dafür brauchen wir auch wieder einen Imbus. Die sind jetzt schon aber locker, genau. Ich kann die so rausdrehen. Hier ist eine Schraube mit Mutter, ja, relativ lang, wie ihr seht. Die müssen wir einmal rausdrehen. Dann können wir auch den Dämpfer installieren. Wie gesagt, die Version gibt es auch ohne Dämpfer zu kaufen. Komplett kostet dann, glaube ich, 250 €, soweit ich weiß. Ansonsten, wenn ich euch jetzt einen falschen Preis gesagt habe, blende ich euch den natürlich auch ein. Hinten haben wir eine etwas kürzere Schraube hier einmal zu sehen. Nicht verwechseln, wenn ihr das jetzt hier zusammenbaut. Dann wird das Ganze hier einfach aufgelegt. Die lange Schraube wieder vorne drin und die kurze Schraube hinten drin. Und dann versuchen wir das Ganze mal hier so sauber zu installieren. Jetzt muss ich hier selber mal gucken. Wie das hier alles funktioniert. So, zack. Ja, hier vorne der Zylinder kommt schon raus, aber das ist kein Problem. Ich mache zuerst das hinten fest. Das ist einfacher. Also zuerst hinten befestigen. Wie gesagt, ist auch für mich das erste Mal. Deswegen sieht das alles auch so wild aus hier und so unbeholfen. Aber ich denke, sowas kann, ja, sollte jeder installieren können. Ist jetzt nicht so komplex. Gut, vorne dann noch, wie gesagt, einmal den Dämpfer installieren. Zack. So, und dann ist das Ganze auch schon installiert und ja, ist einsatzbereit. So, meine Freunde, wir haben den Dämpfer installiert. Ja, stellt sicher, das ist ja kugelgelagert, ganz vergessen zu erwähnen. Das kann man hier in sich noch bewegen jetzt. Deswegen könntet ihr die ein oder anderen Probleme bei der Installation haben, so wie ich gerade. Müsst ihr einfach nur darauf achten. Die Schrauben sind aber jetzt fest und dann passt das. Gut, kommen wir zur Bedienung oder zur Funktion der Ruder, weil hier kann man noch so einiges einstellen. Und zwar haben wir ja hier die Fußbremsen. Die haben wir ja am Anfang sind wir schon drauf eingegangen. Dann haben wir jetzt hier den Dämpfer. Den kann man auch hier in der Härte verstellen. Hier oben an dem Drehrädchen, wenn wir daran rumdrehen, dann kann man den verstellen, wie hart oder wie weich die Pedale zu ja, bewegen sind im Endeffekt. Hier haben wir so einen kleinen Hebel, der ist ganz interessant. Jetzt können wir hier das Ganze nicht bewegen. Wenn wir den einrasten, ist alles sehr starr und ja, ist eingerastet und man kann es nicht bewegen. Gute Funktion, einfach mal, wenn ihr die Ruder nicht benötigt, zum Füße ablegen oder unter eurem Schreibtisch oder was auch immer. Dann haben wir hier die große ja, Feder, so heißt das Ganze. Ich entriegel das Ganze mal. Jetzt können wir das Ganze nicht bewegen. Und jetzt seht ihr einmal, wie die Feder sich bewegt. Ja? Und es geht auch alles wieder hier zurück. Ja, hier auf dem Tisch. Jetzt ein bisschen schwierig mit dem Teppich, der hier drauf ist. Oder mit der Decke, sage ich jetzt einfach mal. Aber die Ruder gehen hier zurück in ihre Ausgangsposition. Können jetzt hier noch den Dämpfer einstellen. Wie viel Kraft ihr benötigt, um hier auch die Pedale zu drücken. Das kann man alles hierüber einstellen. Was ihr auch noch machen könnt, ist einmal diese Feder lösen. Für alle Helikopterpiloten unter euch vielleicht interessant. Und zwar müsst ihr einfach nur diese Feder hier lösen, indem ihr hier rauszieht. Dann habt ihr hier einmal die Feder raus. Und dann könnt ihr jetzt hier einmal, wenn ihr das natürlich löst, die ja,
die Pedale so bewegen, wie ihr möchtet. Ich denke, das ist sehr interessant für Piloten, für Helikopterpiloten, die längere Strecken fliegen, etwas angenehmer. Ja, mit der Funktion rasten die Pedale dann nicht automatisch wieder in die Center-Position ein. Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Zeit so eure Pedale halten mit den Füßen während des Fluges, was natürlich sehr anstrengend ist. Um das Ganze wieder rückgängig zu machen, einfach wieder einrasten, passiert nichts, alles feste. Dann können wir hier einmal die Feder wieder einlegen und dann hier mit dem Daumen rein und das Ganze nach vorne ziehen. Und dann können wir das Ganze auch wieder befestigen und wir haben wieder unsere Pedale, die wieder zurück in ihre Ausgangsposition gehen. Noch interessante Funktion, die wir haben, außerdem ist hier an der Seite, können wir einmal den Weg der Pedale justieren, wie weit wir gehen möchten, bis sich hier was tut im Endeffekt. Ich lasse das jetzt erstmal Standard. Dazu habt ihr auch wieder hier verschiedene Imbusschlüssel, die könnt ihr dann hier vorne dran montieren, ja, und dann könnt ihr das Ganze einmal hier diesen Weg, den ich jetzt hier mache, einstellen. Ja. Den Dämpfer, da bin ich ja drauf schon eingegangen, könnt ihr in der Härte auch einstellen, wie hart ihr es haben möchtet, bis sich die Ruder endlich mal bewegen hier und beziehungsweise wie viel Kraft ihr aufwenden möchtet, bis sich das Ganze hier bewegt. Das ist jetzt schon sehr viel Kraft. Das kann man noch sehr, sehr weit hochdrehen, tatsächlich. Ja, und jetzt geht schon fast gar nichts mehr, meine Freunde. Das ist schon sehr, sehr viel Kraft, die ihr hier aufwenden müsst. Ich drehe das mal ein bisschen runter. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch selber einstellen, wie ihr das möchtet, wie viel Kraft ihr hier aufwenden möchtet, um die Pedale hier zu bewegen. Gut. Ich würde sagen, wir befestigen das Ganze jetzt noch ganz wichtig an der Bodenplatte. Dazu wichtig, wenn ihr diese Bodenplatte habt, hier unten diese ganzen Nüpsis wegmachen, weil sonst habt ihr davon nichts. Ich mache das jetzt schon mal und dann habe ich das nämlich hinter mir. Denn diese Gumminüpsis sind natürlich dafür da, dass das auf dem Boden nicht rutscht. Wenn ihr es auf dem Boden habt, ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr ein Gestell habt, festschrauben. Ich setze jetzt die Rudder Pedals hier einmal drauf, dass wir hier diese 4 Schraubenlöcher, Bohrungen haben und hier einmal das Ganze befestigen können. So, bei der Bodenplatte müssen wir nämlich jetzt noch beachten, dass hier einmal, wir haben hier eine, ich sag mal, kurze Seite und eine lange Seite. Die lange Seite muss nach hinten schauen, dann passt das nämlich. Dann setzen wir einmal die Rudder Pedals hier auf und Winwing hat uns ja noch Schrauben dazu gegeben. Wir brauchen jetzt hier 4 Schrauben zum Befestigen. Wir haben noch ein paar mehr dabei. 1, 2 Ersatzschrauben und einen Imbus. Und dann installieren wir das Ganze einmal. Wahrscheinlich habt ihr jetzt gleich mal einen dicken Kopf in der Kamera, aber ich hoffe, dass ich probiere das ein bisschen zu umgehen. Müsst ihr natürlich jetzt hier einmal die Löcher finden und ich würde sagen, ich mache das hier einmal im Schnelldurchlauf für euch. So, meine Freunde, die Rudder Pedals sind an der Platte befestigt. Jetzt habe ich hier einmal diesen massiven Klotz, das ist ganz schön schwer, am Start. Und ihr habt es ja am Anfang schon gesehen, als ich das Ganze hier bewegt habe, dass ich das doch relativ schwierig, dass sich das sehr viel verrutscht. Jetzt habe ich alles installiert mit der Bodenplatte und jetzt bewege ich das Ganze nochmal. Und wie ihr seht, verschiebt sich hier gar nichts mehr, meine Freunde. Gar nichts. Und das auf dem Teppich. Und hier drunter ist eine glatte Schreibtischplatte, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist schon gut, würde ich sagen. Ja? Gut, was ist noch gut? Und zwar das Kabel. Denn das müssen wir jetzt natürlich noch anschließen. Dafür drehe ich das Ganze mal. Und packe das Kabel einmal aus. Und dann geht es gleich auch schon an unseren SIM-Test. Beziehungsweise wir gehen natürlich erstmal in die SIM-App Pro rüber. Ihr kennt es, wie alle meine Videos über Winwing. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, Winwing hat mir dieses Produkt zwar zugeschickt, meine Meinung dazu ist aber natürlich komplett neutral und nicht, dass ihr hier denkt, ich werde gekauft oder sowas. Ja? Also nicht
So, also 2 Meter Kabel. Hier einmal den Anschluss, der kommt hier einfach unten rein. Zack. Und schon ist das Ganze mit Strom befeuert. Natürlich, wenn ihr das Ganze noch in euren PC oder dementsprechend USB-Hub einfügt. Ich würde sagen, ich installiere das Ganze jetzt an meinem System und dann schauen wir uns das in der SimApp Pro an. Also, bis gleich, meine Freunde. So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier diesmal auf meinem Desktop. Und zwar, wie ihr seht, sind wir bereits in der SimApp Pro und hier hat er auch schon die Waters erkannt. Ich klicke da einmal drauf. Winwing Skywalker Metal Water Pedals heißen die hier. Und da sind sie auch schon. Ja, hat ein bisschen gedauert beim Laden. Jetzt bin ich hier aus Versehen zurückgegangen. So, da sind wir auch schon. Jetzt, ja, die Pedals wurden erkannt und ich kann jetzt mal hier, ja, mich bewegen und wie ihr seht, funktioniert das hier alles. Ausschlag links, rechts, passt sehr gut. Ja. Alles erkannt und ja, wie ihr seht, hat sich gerade ein bisschen das Pedal verschoben, aber ja, man kann das natürlich alles ein bisschen einstellen, die Dämpfer und sowas, dass das dann alles ein bisschen sanfter ist, so wie bei mir, wenn ich das jetzt hier einstellen würde, dass das nicht so verrutschen würde. Man kann jetzt auch hier nochmal die Fußbremsen sehen, die werden auch erkannt. Ja, und das Backlight-Logo kann man auch einschalten. Wir haben einmal links, rechts in dem Video bereits schon gesehen, einmal ein kleines Lichtlein und vorne das Winwing-Logo, das kann man hier auch nochmal ein- und ausschalten. Ja. Das sind auch schon so die größten Features. Man kann hier jetzt noch die Todzone einstellen, aber das, ja, denke ich, brauchen wir nicht. Wie ihr seht, gehen die auch immer, wenn ich hier von meinem Fuß gehe, immer zurück. Also wenn ich von den Pedalen gehe mit meinen Füßen, immer zurück in die Ausgangsposition, in die Center-Position. Wie sich das Ganze jetzt im Sim wie das Ganze im Sim aussieht, besser gesagt, das schauen wir uns jetzt auch mal im Detail an. SimApp Pro funktioniert auf jeden Fall wieder 1A und ich stelle noch ein bisschen die Dämpfer ein, damit das Ganze sich hier nicht so verschiebt und dann sehen wir uns gleich im Sim, meine Freunde. Hallo und willkommen zurück hier im Simulator, meine Freunde. Wir sind hier im MSFS 2024 und ich habe hier den A320 von Phoenix ausgewählt, um diese Einstellung jetzt hier vorzunehmen. Und zwar müssen wir natürlich noch die Ruder ja, belegen, die Einstellungen in den Einstellungen belegen. Dazu gehen wir einmal in die Winwing Skywalker Metal Ruder. Die werden hier direkt erkannt, wenn ihr die anschließt. Geht dann einmal auf Kontrollfläche, auf die Primärsteuerung Oberfläche drauf, scrollt runter und sucht euch die Seitenruderachse aus. Und hier ist jetzt bei mir bereits die Joystick AR-Axis Z eingetragen. Bei euch ist das leer. Ihr müsst diese hier eintragen. Wie macht ihr das? Ihr geht hier einmal auf Zahnrad drauf und sucht euch diese hier aus der Liste aus. Könnt hier einen Haken reinmachen oder ihr könnt hier reinklicken, dann die Seitenruderachse etwas bewegen und dann wird diese auch direkt erkannt. Was wir natürlich jetzt noch einstellen müssen, sind die Bremsen. Unsere Fußbremse müssen wir noch einstellen und dazu müsst ihr einmal zurückgehen und einmal auf die Bremsen klicken, dann das Bremsenmenü aufrufen und dann müsst ihr einmal die linke Bremsachse auswählen, das ist diese hier, und einmal die rechte Bremsachse. Die linke Bremsachse wird mit Joystick R-Achse Y betätigt und die rechte mit R-Axis X. Schema ist hier das gleiche, einmal aufs Zahnrad klicken und dann hier an der Seite einmal raussuchen und dann war es das Ganze auch schon. So, dann speichert ihr das, geht einmal zurück,
Ich habe uns jetzt hier schon mal nach Düsseldorf gesetzt, in unserem schönen Phoenix. Und wie ihr seht, wenn ich hier runter schaue, da bewegt sich doch was. Ne? Das sieht doch alles fein aus, würde ich sagen. Fußbremsen gehen auch. Ja, und somit steht unserem Takeoff hier in Düsseldorf nichts mehr im Wege. Ich würde sagen, let's get ready to rumble. Wir ja, lassen einmal das ICAM sein und starten einfach und ignorieren jetzt gleich einfach mal alle Warnmeldungen, die da kommen. Beziehungsweise, ja, Quick and Dirty wird das jetzt hier gemacht. So, wir releasen einmal die Parking Brake. Parking Brake ist released und dann probieren wir mal den Flieger hier in der Mitte zu halten. Ich fliege jetzt mit echtem Wetter, deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, wie viel Wind wir haben. Ich halte die Kamera extra so ein bisschen tiefer, damit ihr auch die Rudereingaben sehen könnt. So, ich bewege jetzt mal meine Ruder hier so ein bisschen, wie ihr seht. Ja, funktioniert das alles super gut. Machen wir mal hier Takeoff. So, und dann probieren wir den Flieger mal in der Mitte zu halten. Mit den Rudern ist das natürlich alles ein bisschen anders, anstelle wie damals immer mit dem Joystick. Deswegen müssen wir hier immer mal gucken. Bisschen linkes Ruder, bisschen rechtes Ruder. Und dann machen wir hier einen Takeoff und dann sind wir auch schon in der Luft. Also Ruder funktionieren 1A, würde ich mal sagen. Und der Phoenix funktioniert auch 1A. Übrigens hier in der SU2 Vollversion. Ja, meine Freunde, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jedes Abo. Vielen Dank für jeden Einzelnen unter euch, für euren Support. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao, euer Patrick. Mit den Tasten, das zeige ich euch jetzt einmal gerade kurz, welche Tasten ihr da einmal belegen müsst. Und zwar geht ihr einmal tatsächlich, damit wir die Ruder bewegen können, einmal in die Flug. Du Junge. Ach, Alter, ist das dumm, ey. Jetzt muss ich die Aufnahme wieder beenden. Oh, ich krieg die Pimpernellen hier, Junge.